Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid zum neuesten Film. Der steht unter der Devise Morgenstund hat Gold im Mund, und so möchte ich euch einladen zu einer kleinen Wanderung über ca. 6 Kilometer, wieder einmal im Tal der Zwickauer Mulde, diesmal zwischen Penich und Amerika, was ihr ja bereits kennt. Und unter anderem werden wir, ihr seht hier an der Weißen Spitze, den Spuren Napoleons begegnen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Ausflug am frühen Morgen. Als Startpunkt bietet sich der Wanderparkplatz an der Zwickauer Mulde mitten im Grünen förmlich an. Als Laufrichtung wählen wir flussaufwärts, also nach Penich. Und was sehen wir? Ein florierendes Industrieunternehmen, nämlich die Papierfabrik Penich. Also diese Jammerossis haben doch tolle Betriebe. Tja, wäre da nicht ein klitzekleiner Pferdefuß. Die Papierfabrik in Penich gilt als älteste produzierende Papierfabrik Deutschlands. Die erste Papiermühle wurde 1537 gegründet. Von ungefähr 300 Arbeitern, welche um 1848 in der Fabrik tätig waren, wuchs sie sich auf über 2000 Mitarbeiter zu DDR-Zeiten an. Und das Glück war diesem Standort hold. Er konnte nach der sogenannten Wende tatsächlich erhalten werden. Zwar letztlich nur noch mit, wie behauptet wurde, 112 Mitarbeitern, weniger als die Hälfte wie in Anfangszeiten, aber immerhin. Und jetzt fragt ihr euch, wo denn nun der Pferdefuß sei? Ganz einfach. Dieser traditionsreiche Standort wurde zum 30.06.2025 geschlossen. Nach Angaben der Gesellschafter der Felix Schoeller Holding wurde die Suche nach einer möglichen Nachnutzung des Traditionsstandortes vereinbart. Deshalb sollen bis 31.12.2025 keine produktionsrelevanten Anlagen demontiert oder verlagert werden. Welch schöner Trost jedoch, nach der Schließung der Papierfabrik Penich sollen Millionen Investitionen in Osnabrück geplant sein, so wird gemunkelt. Welch ein Happy End. Und dann schimpfen Politiker über die undankbaren Ossis. Aber wir wollen uns heute ja nicht ärgern, sondern genießen und entspannen. Und worüber stolpern wir im wahrsten Sinne des Wortes? Über den Flinchpark. Dieser kleine, aber feine Park lädt zum Bummeln, Sitzen und Schauen ein und ist eine Wohltat fürs Auge und Gemüt. Am anderen Ende des Parks landen wir auf der Schlossstraße. Schlossstraße? Ganz genau, ihr habt richtig gehört. An einigen sehenswerten Gebäuden vorbei erreichen wir das neue Schloss. Im Volksmund Lumpenschloss genannt. Das hat in diesem konkreten Fall nichts mit eventuell früheren Bewohnern zu tun. Nicht, dass jemand auf dumme Gedanken kommt. Das neue Schloss Penich war ursprünglich ein Renaissancebau. Was jedoch die Lumpen angeht, es klingt vielleicht unwahrscheinlich, aber dieser Prachtbau wurde tatsächlich 1889 an die Papierfabrik verkauft, um anschließend hier eine sogenannte Hader-Sortieranstalt einzurichten. Wer mit dem Begriff Hader nichts anzufangen weiß, es handelt sich beim Hader um mehr oder weniger Stoffe oder Lumpen aus pflanzlichen Fasern. Diese wurden dann teilweise zur Grundlage von Papier und weiterverarbeitet. Aber mit Papier haben wir uns bereits in Grünhainichen in der dortigen Papierfabrik beschäftigt. Deshalb möchte ich euch jetzt lieber ein wirkliches Erfolgserlebnis der neueren Geschichte präsentieren. Versteckt hinter dem neuen Schloss liegt das alte Schloss, welches ebenfalls an die Papierfabrik verkauft wurde und später Jahrzehnte im wahrhaften Dornröschenschlaf lag. Bis einer der Herrn Grafen von Schönburg auf den Plan trat und dieses altehrwürdige Gebäude zu sanieren und auszubauen. Wenn das keine Erfolgsgeschichte der sogenannten friedlichen Revolution ist. Statt großem Industriestandort zurück zum Grafen. Echt beeindruckend.
Doch halt mal, wir wollten doch wandern und weder politisieren noch uns ärgern. Deshalb kommt dieses Hinweisschild als eine Art klingelnder Wecker gerade richtig. Und sehr interessant, was er alles verkündet. Dabei auch uns bereits bekannte Ziele, wie zum Beispiel Tierbach, in welchen wir gemeinsam auf der Spur der verschollenen Zindburg unterwegs waren. Doch heute orientieren wir uns zunächst an der grünen Markierung in Richtung Amerika. Und siehe, selbiges ist doch erstaunlich nahe. Ergo führt unser Weg über den Schlossplatz vorbei am Markt in die Brückenstraße. Und wieder ein spannendes Schild. Der vielerorts präsente Lutherweg führt auch hier entlang. Es gibt in der Zukunft wirklich vieles Spannendes zu entdecken und zu erlaufen. Wir erfreuen uns jetzt lieber erst einmal an der Zwickauer Mulde, welche wir überqueren. Am anderen Flussufer angelangt, wartet leider ein weiteres Stück Asphalt, nämlich die Lunzenauer Straße. Siehe die Ausschilderung für Autofahrer, Lunzenau-Rochsburg, und auch an uns Wanderer wurde gedacht. Weiter grün markiert nach Amerika oder Rochsburg. Doch bevor wir der Straße folgen, kosten wir den Blick auf die Mulde aus. Genug geschaut? Okay. Weiter geht's hinein in die gemütliche Lunzenauer Straße mit einer schönen Liebeserklärung an unser sächsisches Tal der Burgen, das Tal der Zwickauer Mulde. Naja, und unversehens haben wir mehr oder weniger das Ziel der Straßenwanderung geschafft. Rechts ab in den Amerikaweg mit dem Ziel Weiße Spitze ist nunmehr die Devise. Parallel zur aktuell leider stillgelegten Muldentalbahn. Ihr erinnert euch sicher an unseren Besuch auf dem Bahnhof Wechselburg. Dafür bekommen wir noch einen schönen Blick, zumindest auf die höchsten Spitzen von Penisch geboten. Links hindurch unter die Brücke wollen wir besagte andere Spitze, die Weiße, erreichen, nunmehr gelb markiert. Was, das ist zu kompliziert? Kein Problem. Ladet euch die GPS-Daten bei Bedarf einfach herunter. Die Links findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Allee 1813, sagt uns dieser Stein. Ihr beginnt zu grübeln, was es mit 1813 auf sich hat. Na, dann kommt nur weiter mit. Hinauf über diese lieblichen Wiesen, mit neuerlichem Blick hinab auf Penisch. Doch bevor uns der Wald verschluckt, stoßen wir auf einen weiteren Stein, welcher uns über 1813 etwas erzählen möchte. Interessant, was hier zu lesen ist. Da wurden doch, rückblickend ist es besser zu erkennen, 2014 Obstbäume angepflanzt, sinnigerweise 18 plus 13, um an dieses mysteriöse Jahr und seine Geschichte bzw. Schlacht zu erinnern. Wer jetzt vor Neugierde fast platzt, der wird bald erlöst. Lediglich 200 Meter und dann entdecken wir sie, die Weiße Spitze. Doch so viel Zeit muss sein. Bevor wir uns mit der Geschichte beschäftigen, gehen wir an den Rand vor und werfen zunächst einen Blick in Richtung Mulde bzw. Penisch. Das hat doch was, oder? Das fanden offensichtlich im Jahr 1813, dem mysteriösen, auch Truppen von Napoleon bzw. dessen Gegner, wobei diese wohl weniger am lieblichen Anblick interessiert waren. Denn im Vorfeld der berühmten Völkerschlacht bei Leipzig trafen hier eine österreichische Vorhut unter General Mohr sowie polnische Truppen unter Marschall Poniatkowski in französischen Diensten aufeinander und lieferten sich 4 Tage lang vom 4. bis 9. Oktober 1813 erbitterte Gefechte um den damals hier befindlichen, strategisch wichtigen Muldeübergang. Schließlich musste Napoleon den Flussübergang doch freigeben. Der Preis 1200 Tote und Verwundete. Und, was fällt uns heute dazu ein? Offensichtlich nichts aus der Geschichte gelernt.
Zu guter Letzt noch eine weitere Zahl, nämlich über diesen 2 Meter hohen Gedenkstein. Er wurde 1838 errichtet. Es wird berichtet, der einst soll er komplett weiß gekalkt gewesen sein. Immerhin, die Spitze ist es noch und hat dieser Lokalität ihren Namen gegeben. Ich denke, so gesättigt mit einer derartigen Dröhnung an Historie holen wir erst einmal tief Luft. Und wo ging es besser als auf dem weiterführenden Weg Richtung Amerika? Zumal es hier oben, wie gut zu sehen ist, auch nicht langweilig wird. Und obwohl das kein Weihnachtsweg ist wie im Tschobautal bei Hennersdorf, eine kleine Einstimmung auf das Weihnachtsfest bekommen wir auch hier. Ich fand es ganz nett. Bevor es abwärts geht, treffen wir noch diesen liebenswerten Waldbewohner. Das gar Rudolf oder einer seiner Verwandten ist. Seht ihr, schon sind wir in Amerika angekommen. Wer regelmäßig meine Filme schaut, der weiß längst Bescheid. Denn von hier sind wir bereits die Rundtour nach Rochsburg gegangen. Wem die heutigen reichlich 6 Kilometer zu kurz sind, der kann besagte Tour gerne auch noch anhängen. Wer jedoch nur die heutige Kurzversion wählt, der gehe bitte über die Brücke, welche die Muldenbahn quert, übrigens mit einem interessanten Ausblick in Richtung Rochsburg, und anschließend biegen wir vor den Garagen rechts ab, logisch, unserem Ziel Penisch folgend. An der Mulde angelangt, könnte man auch der hiesigen Flussseite mittels dem Amerikaweg unserem Ziel folgen. Sinnvoller erscheint mir jedoch, wir überqueren die Mulde und vergessen nicht, diesen schönen Fluss ausgiebig zu genießen und zu bewundern. Am jenseitigen Flussufer angelangt, laufen wir natürlich flussaufwärts, also rechts, um nach Penisch ans mehr oder weniger nahe Ziel zu gelangen. Die Mulde zur Rechten und öfter im Blickfeld finden wir hier keinen spektakulären, sondern eher entspannenden Weg vor. Und seht ihr, hier unten vergeht die Zeit wie im Flug und so erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt, den Wanderparkplatz an der Zwickauer Mulde.